Wir werden uns jetzt das Thema in den Briefen von Paulus anschauen. And if we have time in some of the other New Testament books. Und wenn wir Zeit haben, dann auch noch in ein paar anderen neutestamentlichen Büchern. I first want to talk about God the Father in Paul. Und ich möchte als erstes über Gott den Vater bei Paulus reden. When Paul speaks about God as Father, he has something very specific in mind. Wenn Paulus als Gott den Vater redet, von Gott dem Vater redet, hat er ein sehr bestimmtes Bild. He is God, the God and Father of our Lord Jeschua, the Messiah. Es ist Gott, der Vater unseres Herrn, dem Jeschua, der Messias. God's fatherhood is situated in relationship to Yeshua's sonship. Die Vaterschaft Gottes bezieht sich auf die Sohnschaft Jeschuas. And I think this is related to the idea, again, of Yeshua embodying the people of Israel. Und es ist, denke ich, bezieht sich wieder auf Jeschua, der Israel verkörpert. In the Torah, God can be identified as the God of Israel. In der Torah wird von Gott, dem Gott Israels, gesprochen. He's also the father of Israel. Und er ist auch der Vater Israels. But Paul wants to emphasize he is the God and Father of Messiah Yeshua. Aber Paulus möchte hervorheben, dass er Gott und Vater des Messias Jeschua ist. But he is also thereby the God of Israel and the Father of Israel. Dadurch ist er auch der Vater und der Gott Israels. For Paul, it is the God and Father of Yeshua who is the ultimate source of all divine action. Und für Paulus ist der Vater die Jeschuas die Quelle jeder göttlichen Kraft. It is the God and Father of Yeshua the Messiah who is the ultimate end and destiny of all creation. Und der Vater Jeschuas ist das Ziel und die Bestimmung aller Schöpfung. It is he who chooses and ordains. Er erwählt. And it is to him that all thanksgiving and glory and praise are given. Und zu ihm und an ihn gerichtet ist alle Anbetung und Gebet. So for Paul, it is God, the Father of the Lord Yeshua, the Messiah, who is the true center of all things. Und für Paulus ist Gott, der Vater unseres Messias Jeschua, das Zentrum aller Dinge. Paul speaks of Yeshua as the Son of God. Und Paulus spricht von Jeschua als dem Sohn Gottes. And when he does, it's often to emphasize his pre-incarnate existence. Und oft, wenn er das tut, versucht er herauszustellen, dass er vor seiner Menschwerdung bereits existierte. In two important verses, he speaks about God sending the Son into the world. Und an zwei wichtigen Stellen redet er von Gott, der den Sohn in diese Welt gesandt hat. He also speaks about the great love that God shows to us by giving us his Son. Und er zeigt auch die große Liebe, die uns der Vater zeigt, dadurch, dass er uns den Sohn gegeben hat. In Romans 8:32, Paul writes, In Römer 8:32 schreibt Paulus, He who did not spare his own Son, but gave him up for us all, will he not also give us all things with him? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Now, this verse only makes sense if it is an expression of God's profound love for the Son. Und dieser Vers ergibt nur einen Sinn, wenn er zum Ausdruck bringt, wie sehr der Vater seinen Sohn liebt. Such that for the Father to give up the Son is for him to give us the greatest gift. Nämlich dadurch, dass das Aufgeben, das Senden des Sohnes das größte Geschenk ist, was der Vater uns geben konnte. This verse is also a reference back to Genesis 22. Aber dieser Vers bezieht sich genauso auf 1. Mose 22. The Akedah, or the binding of Isaac. Das Opfern Isaaks. In which Abraham is praised by Adonai. Wo Abraham von Adonai gepriesen wird.
because he does not spare or withhold his only son, weil er bereit ist, seinen eigenen Sohn aufzugeben. the son he loves. Den Sohn, den er liebt. The image here is that God, just as Abraham loves Isaac, so even more so, God the Father loves God the Son. Und das Bild hier ist, dass noch mehr als Abraham Isaak liebte, liebt Gott seinen Sohn. Therefore, this seems to imply something similar to what we saw in the Gospel of John. Deswegen sehen wir hier etwas sehr Ähnliches, was wir bei Johannes bereits gesehen haben. About the love between the Father and the Son. Über die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. But Paul does not talk about it in the way in which John does. Aber Paulus redet nicht auf die gleiche Art, wie Johannes es getan hat. It's left much more implicit. Es wird mehr implizit angenommen. Yeshua's identity as the Son of God is also important to Paul for another reason. Und Jeschuas Identität als Sohn Gottes ist für Paulus noch aus einem anderen Grund wichtig. It becomes the basis for the bringing of Gentiles into relationship with God. Weil es die Basis dafür wird, dass Heiden ins Reich Gottes aufgenommen werden können. Remember, Israel is already the son. The Son of God. Und denkt daran, Israel ist bereits der Sohn Gottes. And the question is, how are the Gentiles to be brought into this kind of relationship with God? Und die Frage ist, wie können die Heiden jetzt in eine solche Beziehung reingebracht werden? And Paul tells us that this occurs through their being joined to the Mashiach, who heads up the people of Israel. Und Paulus sagt uns, dass es dadurch passiert, dass sie sich dem Messias anschließen, der Kopf des Volkes Israel ist. And so he speaks about how because we have the Spirit of God, we now cry out, Abba, Father. Und er sagt, weil wir jetzt den Geist Gottes haben, sind wir in der Lage zu rufen, Abba, Vater. And he's especially speaking here about the marvel of non-Jews who find themselves able to address God as their Father. Und er spricht besonders über dieses wunderbare Ereignis, dass Nichtjuden von Gott als ihrem Vater sprechen können. Now, if God is identified not only by his relationship with Israel, but also and especially by his relationship with Yeshua. Wenn Gott nicht nur durch seine Beziehung zu Israel identifiziert wird, sondern auch in seiner Beziehung zu Jeschua. This means that Yeshua is still in some sense subordinated to God. Dann bedeutet es, dass Jeschua auf eine gewisse Art immer noch Gott unterstellt ist. Who is his God? Der sein Gott ist. This sense of distinction and order is very, very important to notice. Und diese Art der sozusagen spezifischen Trennung und der Ordnung ist sehr wichtig zu betrachten. It's found throughout the entire New Testament. Und man sieht es im gesamten Neuen Testament. We find also, of course, the emphasis on the unity between the Father and the Son. Und wir sehen natürlich auch, dass das Augenmerk auf die Einheit zwischen Vater und Sohn gelegt wird. And the common divine identity that they have. Und ihre gemeinsame Göttlichkeit. Even to the point of sharing the divine name. So weit, dass sie den heiligen Namen teilen. And yet always there is the sense that the Son is ordered in relationship to the Father. Und trotzdem gibt es immer diesen Hinweis, dass der Sohn in einer bestimmten Ordnung zum Vater steht. Now, in the Torah and in Jewish tradition, God is not only identified by his relationship to Israel as the God of Israel. Und in der Torah und in der jüdischen Tradition ist Gott nicht nur dadurch identifiziert, dass er der Gott des Volkes Israel ist. He is also identified as the one who acts on behalf of Israel. Sondern er ist auch derjenige, der anstatt Israels handelt. So that another name for God in the Torah is Adonai, who brought you out of the land of Egypt. Und ein Name Gottes in der Torah ist Adonai, der euch aus Ägypten gebracht hat.
And so in Paul, we also have a name that corresponds to this. Und bei Paulus finden wir einen Namen, der darauf Bezug nimmt. It is the God as the one who raised Jeschua from the dead. Nämlich der Gott, der Jeschua von den Toten auferweckt hat. Paul can use that as a way of identifying God. Und Paulus kann das benutzen als eine Art, um Gott zu identifizieren. Just as this is the God who brought Israel out of Egypt. Genauso wie das der Gott ist, der Israel aus Ägypten geführt hat. This is the God who raised Jeschua from the dead. Ist das Gott, der Jeschua von den Toten hat auferstehen lassen. And that's because the two events are linked. Weil diese beiden Ereignisse zusammengehören. Yeshua's resurrection from the dead is the full realization of the Exodus. Denn die Auferstehung Jesu von den Toten ist die Verwirklichung des wahren Exodus. Just as Yeshua himself is the perfect embodiment of Israel. Genauso wie Jeschua die perfekte Verkörperung Israels ist. Now I want to speak specifically about Yeshua in Paul. Und jetzt möchte ich besonders über Jeschua bei Paulus reden. And first talk about the way in which he receives the divine name. Als erstes darüber, wie er den heiligen Namen empfängt, den göttlichen Namen. Now, it's worth looking carefully at the way in which Paul speaks about Yeshua. Es ist sehr wichtig, sich genau anzugucken, wie Paulus von Jeschua redet. He regularly refers to him as Lord or Kyrios. Und er bezeichnet ihn sehr häufig als Herr, als Kyrios. He does not generally refer to him as God or Theos. Und er bezeichnet ihn für gewöhnlich nicht als Gott oder Theos. The term God is reserved for the Father of the Lord Messiah, Yeshua. Und der Begriff Gott ist reserviert für den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Now, when Paul calls Yeshua Kyrios, Lord, what does he mean by this? Wenn Paulus Jeschua als Kyrios bezeichnet, was meint er damit? Is he simply addressing him as the master? Bezeichnet er ihn einfach als Meister? Or literally Lord? Also wörtlich Herr? Which Kyrios means? Und das ist das, was Kyrios bedeutet. Or is he referring to the divine name itself? Oder bezieht er sich auf den heiligen Namen selbst? Adonai. Adonai. Almost certainly it is the latter. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich das Zweite. And what we have here in Paul is the same thing we talked about in Jewish tradition yesterday. Und wir sehen hier bei Paulus genau das, was wir gestern auch in Bezug auf jüdische Tradition besprochen haben. It's using Kyrios in place of the divine name. Es benutzt Kyrios anstelle des göttlichen Namens. Just as in Jewish tradition we say Adonai rather than pronouncing Yud-He Vav-He. Und genauso wie in jüdischen Traditionen Adonai benutzt wird, anstatt zu versuchen, JHWH auszusprechen. We know this because Paul regularly takes texts from Tanakh that use the divine name and applies them to Yeshua. Und wir sehen, dass Paulus immer wieder Texte aus dem Tanach nimmt und wo der göttliche Name vorkommt und diese Texte auf Jeschua anwendet. And I've provided a list of some of those texts on your handout. Und ihr habt in euren Skripten eine Liste von solchen Passagen. I think that one of the most important passages for us, though, is the Philippians 2 passage. Aber ich denke, eine der wichtigsten Passagen ist Philipper 2. This is the text in which Paul speaks about Yeshua being raised from the dead. Und an dieser Stelle spricht Paulus von Jeschua als der von den Toten Auferstandene. And being exalted into the presence of God. Und in die Gegenwart Gottes erhobene. And being given the name that is above every name. Wo ihm der Name gegeben wird, der über allen anderen Namen steht. We say, what is the name that is above every name? Und wir können uns fragen, welcher Name steht denn über allen anderen? Some people think it's simply Yeshua.
Manche denken, es ist einfach Jeschua, Jesus, that Jesus is the name above every name. dass Jesus der Name über allen Namen ist. But that's almost certainly not what Philippians 2 is saying. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich nicht das, was Paulus in Philippa versucht zu sagen. The name above every name is the divine name itself. Denn der Name über allen Namen ist der göttliche Name selbst. Just as we saw in all of those texts that we read yesterday. Genauso wie wir das in allen Texten gestern gesehen haben. And just as the name of God was given to Metatron in 3rd Enoch. Genauso wie der Name Gottes zu Metatron im 3. Henoch gegeben ist. So here, the name of God is being given to the resurrected Yeshua. Genauso wird der Name Gottes hier dem auferstandenen Jeschua gegeben. And this is very similar to what we saw in the Matthew 28 text. Und das ist sehr ähnlich zu dem, was wir in Matthäus 28 gesehen haben. With the name of the Father, Son, and Spirit being the divine name that's given to that all three share. Der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der göttliche Name ist, den sie alle teilen. Yeshua is now associated with God in a unique way. Und Jeschua ist jetzt mit Gott auf eine außergewöhnliche Art verbunden. Like Metatron of Jewish mystical tradition, Wie Metatron in der jüdisch-mystischen Tradition or the Logos of Philo, oder der Logos in Philo, only even greater. nur noch großartiger. At the same time, the divinity of Yeshua in Paul is ordered in relation to God the Father. Aber gleichzeitig wird die Göttlichkeit Jeschuas bei Paulus in eine Beziehung gestellt zu Gott, dem Vater. The glory of Yeshua does not detract from the glory given to the Father. Die Herrlichkeit Jeschuas wird nicht von der Herrlichkeit, die dem Vater gebührt, abgezogen. It, in fact, increases the glory that Sondern is es being given to the Father. vergrößert die Herrlichkeit, die dem Vater gegeben ist. We notice again at the end of that Philippians 2 passage. Wir sehen das am Ende der Passage in Philipper 2. It says that all creatures acclaim him, Jesus, who acclaim Jesus as Lord. Wir sehen, dass alle Kreatur Jesus als Herrn anerkennt. Again, Lord there being a substitute for the divine name. Und wieder Herr hier als Ersatz für den göttlichen Namen. He's given the name which is above every name. Ihm ist der Name gegeben, der über allen Namen steht. And so all acclaim him as having that name. Und alle erkennen an, dass er diesen Namen trägt. Now in Paul, the giving of the name is especially associated with the resurrection. Und bei Paulus ist diese Gabe des Namens mit der Auferstehung verknüpft. And yet Paul also sees Yeshua as sharing in the divine nature even before his incarnation. Und trotzdem sieht Paulus, dass Jeschua ein Teil der Göttlichkeit war, bevor er auf die Erde gekommen ist. But at that point, he will use the term son. He uses the term son of God to refer to Yeshua before the incarnation. Aber er benutzt den Begriff Sohn Gottes, um auf Jesus vor seiner Fleischwerdung Bezug zu nehmen. He uses the term Lord for Yeshua as a result of the resurrection. Und dann als Resultat der Auferstehung, dann benutzt er den Namen Herr für Jeschua. Again, this is an illustration of how different books of the New Testament can use this language differently. Und das ist ein Beispiel dafür, wie verschiedene Bücher des Neuen Testamentes dieselbe Sprache unterschiedlich gebrauchen können. Now let's look at these other terms, the Kavod and also the term image. Aber jetzt lass uns zusammen noch die beiden Begriffe Kavod und Bild anschauen. Paul sees the pre-incarnate Son as the divine wisdom through whom God made the world. Paulus sieht den noch nicht fleischgewordenen Sohn als die Weisheit Gottes, durch die Welt geschaffen wurde. This is of course very much as we saw in John. Und das ist ziemlich das, was wir auch bei Johannes gesehen haben. And through this, the pre-incarnate Son, God established his covenant with Israel. Und durch den Sohn vor seiner Fleischwerdung hat Gott seinen Bund mit Israel geschlossen. Again, very similar to what we saw in John. Und wieder das, was wir bei Johannes gesehen haben. This becomes clear in one
particular texts in which Paul builds upon the Shema. Und es gibt einen speziellen Text, wo Paulus sich auf das Schema bezieht. It's a kind of expanded version of the Shema. Und es ist in einer gewissen Weise eine erweiterte Version des Schema. This is in 1 Corinthians 8. In 1. Korinther 8. There is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist. Es gibt einen Gott, den Vater, von dem alles kommt, was geschaffen ist und für den wir existieren. And one Lord, Jeschua the Messiah, through whom are all things and through whom we exist. Und einen Herrn, unseren Herrn Jeschua, durch den alles existiert. Und durch den Through whom are all things and through whom we exist. Also durch den alles geschaffen ist und durch den wir existieren. We see here again the use of those the two titles, God and Lord, Wir sehen hier wieder die beiden Titel, Herr und Gott, applied to God the Father and to Jeschua. Für Gott den Vater und für Jeschua. But it's also important to notice these prepositions. Aber es ist auch wichtig, diese Vorsilben sich anzuschauen. The preposition used for God the Father are from and for. Die Begriffe, die bei Gott dem Vater benutzt werden, ist von ihm und für ihn. All things come from God the Father. All things are ordered to God the Father. Alle Dinge kommen von Gott dem Vater und alle sind auf ihn hin ausgerichtet. He's the ultimate source. He's the ultimate end. Er ist die ultimative Quelle und das ultimative Ende. And for Jeschua, all things are through him. Und bei Jeschua, alle Dinge sind durch ihn. He is the means, the instrument through which God the Father acts. Und er ist das Mittel, das Instrument, durch den Gott der Vater handelt. Again, this is very much like what we saw in text yesterday. Und es ist wieder sehr ähnlich zu dem, was wir uns gestern angeschaut haben. In which God works in the world through his wisdom or through his word. Dass Gott in der Welt durch seine Weisheit handelt. Or through his angel. Und durch seinen Engel und durch sein Wort. Paul's view of Messiah as the rock in the wilderness is also like this. Und auch ist der paulinische Blick für den Messias als der Fels in der Wildnis. Here we have God sustaining Israel with living water in the desert through the pre-existent Messiah. Und wir sehen, dass Gott sein Volk in der Wüste am Leben erhält durch den noch nicht Fleisch gewordenen Messias. Probably the greatest or the most eloquent statement of Yeshua's identity in Paul is in Colossians. Und das wohl wichtigste und die eloquenteste Darstellung von Jeschuas Person ist im Kolosserbrief. Paul refers to Yeshua as the image of the invisible God. Und Paulus bezeichnet hier Jeschua als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. And this notion of the image, of course, we saw in many of the texts from yesterday. Und diese Idee des Bildes, des Bildnisses haben wir in vielen Texten gestern schon gesehen. In reference to the Genesis passage, Genesis 1. Zum Beispiel 1. Mose 1. That Adam is created according to the image. Dass Adam nach dem Bild Gottes geschaffen ist. But the Logos or the wisdom is the image. Aber der Logos, die Weisheit, ist das Bild. And here Paul can say Yeshua is the image of the invisible God. Und hier kann Paulus sagen, dass Jeschua das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. And notice again the emphasis on God the Father as invisible. Und wieder der Hinweis, dass Gott der Vater unsichtbar ist. The invisible God takes form through the image, which is his son. Und der unsichtbare Gott nimmt Form an durch dieses Bild, nämlich durch seinen Sohn. Colossians also refers to him as the beginning. Und der Kolosserbrief bezeichnet ihn auch als den Anfang.
This might seem like a strange way of speaking about Yeshua. Ist es vielleicht eine merkwürdige Art, über Jeschua so zu reden? It actually goes back to a traditional Jewish midrash. Aber es geht auf traditionelle jüdische Midrash zurück. The Hebrew here would be Reshit. Und das Hebräisch hier wäre Reshit. And the first word in the Bible, of course, is Bereshit. Und das erste Wort in der Bibel ist Bereshit. And now, what this literally, of course, means, or is usually translated as, in the beginning. Und für gewöhnlich wird es übersetzt mit am Anfang. But the preposition be has another meaning. Aber die Vorsilbe be hat noch eine andere Bedeutung. The Hebrew preposition be can describe what one does with an instrument. Im Hebräischen kann die Vorsilbe be für etwas stehen, was man mit einem Instrument tut. And so the rabbis in the Midrash say Bereshit means that God creates the world through the Reshit. Und in Midrash sagen die Rabbiner oder die Gelehrten sagen, dass Gott die Welt durch den Reshit geschaffen hat. And then they look to Proverbs 8. Und dann haben sie sich Sprüche 8 angeschaut. In which it says the wisdom of God is his Reshit. Wo es heißt, dass die Weisheit Gottes sein Reshit ist. And so the conclusion was, it's by means of the Reshit, the wisdom of God, that God makes the world. Und es heißt, sozusagen die Folge ist, dass Gott durch seinen Reshit, durch die Weisheit, die Welt geschaffen hat. And so Paul now, building on this kind of tradition, can say it is that Yeshua is the Reshit. Und aufbauend auf dieser Tradition kann Paulus jetzt sagen, Jeschua ist der Reshit. Just another way of saying he is that eternal wisdom of God. Und auf eine andere Art gesagt wieder, er ist die ewige Weisheit Gottes. Which is the instrument by which God acts in the world. Und er ist das Instrument, das Werkzeug, durch das Gott in dieser Welt handelt. We also have this reference to Yeshua as the image of God in 2 Corinthians 3. Und in 2. Korinther 3 sehen wir diese Referenz wieder zum Bild Gottes. And here it is described as the glory of God also. So we have both the notion of Kavod and image being brought together. Und hier wird es aber auch als die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Das heißt, wir sehen hier das Ebenbild Gottes und die Kavod zusammengebracht. And Paul talks about beholding the glory of the Lord and beholding the image of God. Und Paulus spricht hier, dass wir das Bild und die Herrlichkeit Gottes erkennen. And again, all of this goes back to the traditional Jewish material, which emphasizes the way in which God is revealed. The invisible God is revealed through his image and his glory. Und das bezieht sich dann wieder auf die alten rabbinischen Traditionen, wo gesagt wird, dass Gott durch seine Herrlichkeit und durch sein Ebenbild gezeigt wird. And in 2 Corinthians 3 and 4, it's also speaking about Moses beholding the glory of God and being changed into its likeness. Und in 2. Korinther 3 und 4 geht es auch um Mose, der die Herrlichkeit Gottes gesehen hat und dadurch verwandelt worden ist. There's a good chance here that Paul is again doing something similar to what John was doing in John chapter 1. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Paulus hier wieder etwas Ähnliches macht, wie Johannes es in Kapitel 1 seines Evangeliums gemacht hat. And speaking about Yeshua as the kavod, the one that Moses saw on Sinai. Und spricht hier auch wieder von Jeschua als der Kavod, die Mose auf dem Berg Sinai gesehen hat. This is probably also what Paul means in Philippians chapter 2. Und das ist vermutlich auch das, worauf Paulus in Philipper 2 hinaus will. In that hymn, remember, which speaks about Yeshua being raised from the dead and receiving the name of God. Und diese Passage, wo es darum geht, dass Jeschua von den Toten auferweckt wurde und dann den Namen des Herrn empfangen hat, den höchsten Namen empfangen hat. It begins by saying, though he was in the form of God. Es fängt an mit, so er die Form Gottes hatte oder das Wesen Gottes hatte. The morphe in Greek. Also die Morphe in Griechisch, also die Form. Ja. Though he was in the form of God, he did not count equality with God as something to be exploited. Und obwohl er in der Form Gottes war, hat er es nicht als etwas angesehen, was er irgendwie ausnutzen konnte oder sollte.
And probably this notion of Yeshua being in the form of God is very similar to the idea of, or identical to his being the image of God or the glory of God. Und diese Bezeichnung, dass er in der Form Gottes war, ist wieder genau der gleiche Gedanke, dass er das Ebenbild Gottes ist, so die Herrlichkeit Gottes. Now, while all of this is true, it's still not the main emphasis of Paul about Yeshua. Und obwohl das alles stimmt, ist es nicht der Hauptpunkt, den Paulus versucht zu machen in Bezug auf Jeschua. Paul is not mainly oriented around Yeshua as the one through whom God created the world. Paulus bezieht sich nicht hauptsächlich auf Jeschua als den, durch den Gott die Welt geschaffen hat. He's not mainly focused on Yeshua as the one through whom God revealed himself to Israel. Und er versucht sich auch nicht darauf zu konzentrieren, dass Jeschua der ist, durch den sich Gott Israel gegenüber offenbart hat. He's mainly focused on Yeshua as the one through whom God is bringing redemption to the world. Sondern er konzentriert sich in erster Linie darauf, dass Jeschua derjenige ist, durch den Gott seine Erlösung in die Welt gebracht hat. You can remember yesterday I talked about creation, revelation and redemption. Wir haben gestern über Schöpfung, Offenbarung und Erlösung geredet. And how each of these in the Second Temple Jewish texts were being mediated by another figure. Und wie all diese drei Sachen in der Zeit des Zweiten Tempels oder im Judentum des Zweiten Tempels durch eine zusätzliche Figur gebracht worden sind. All of this is found in Paul. Und alles das finden wir in Paulus wieder. In relationship to Yeshua. In Bezug auf Jeschua. But the great emphasis in Paul is on the last one. Aber der Hauptpunkt, den Paulus versucht zu machen, ist der letzte. The redemption. Die Erlösung. I would like to, at this point, talk about the Spirit in Paul. Und ich würde jetzt gerne über den Geist bei Paulus reden. And I want to do it mainly by talking about what scholars call triadic formulas. Und ich möchte es hauptsächlich durch das nehmen, was Gelehrte als triadic formulas. A triad, three. Triadisch. Is there a term? Triadisch. You can make it up. Yeah. That's how we do That's it. the beauty of German. Yeah. Der triadische Formulus. Yes, these are statements in Paul in which we find the Father, the Son, and the Spirit aligned one with the other. Das sind Aussagen bei Paulus, wo der Vater, der Sohn und der Geist in Einheit und im Verhältnis zueinander dargestellt werden. There are three of them that are especially striking. Und es gibt drei, die besonders herausstechen. The first is in 1 Corinthians chapter 12. Der erste, den finden wir in 1. Korinther Kapitel 12. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. There are varieties of service, but the same Lord. There are varieties of working, but it is the same God who inspires them all in every one. Es gibt verschiedene Gaben, aber es gibt denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es gibt denselben Herrn. Es gibt verschiedene Arten der Arbeit oder des Dienstes, aber derselbe Gott, der sie alle hervorruft. So, first Spirit, then Lord, then God. Als erstes Geist, dann Herr, dann Gott. We find something similar in Ephesians chapter 4. Und in Epheser 4 finden wir etwas Ähnliches. Starting in verse 4. Ab Vers 4. There is one body and one Spirit. Das heißt, ein Leib und ein Geist. Just as you were called to the one hope that belongs to your call. Wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. One Lord, one faith, one baptism. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. One God and Father of all, who is above all and through all and in all. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Now, in that 1 Corinthians 12 passage, it is this triadish presence of God, which is
underlying the unity and diversity of the community. Und bei 1. Korinther 12 haben wir diese Dreieinigkeit gesehen, die aber trotzdem also getrennt ist, spezifische Eigenschaften. That's the theme of 1 Corinthians 12. Und das ist das Thema von 1. Korinther 12. The sense that there's diversity of giftings, but there's one community. Dass es zwar unterschiedliche Gaben gibt, aber es gibt eine Gemeinschaft. And here we now have the three manifestations of and expressions of the one united God. Und wir haben die drei Ausprägungen des einen Gottes. That is the source both of the unity and the diversity of the community. Der sowohl die Quelle der Einheit ist, als auch der Unterschiedlichkeit in dieser Gemeinschaft. Ephesians 4 is saying something similar. Und Epheser 4 sagt etwas sehr Ähnliches. But here, the emphasis is on the oneness. Aber hier ist die Betonung bei eins, der Einheit. And just as in the earlier 1 Corinthians passage that I read to you, this is a development of the Shema. Und genauso wie die Passage von 1. Korinther, die wir vorher gelesen haben, ist das eine Entwicklung der Shema. The difference is here now the Spirit is added to the list. Aber wir sehen hier, dass der Geist dieser Liste noch hinzugefügt wurde. Sometimes you can miss the triadic pattern because there are a lot of other elements added in. Manchmal kann man diesen Dreieinigkeitsmuster übersehen, weil noch verschiedene Sachen mit hinzugefügt worden sind. But each of those elements is being defined in relationship to one of the three aspects or manifestations of God. Aber jede dieser zugefügten Sachen steht immer in einem Verhältnis zu einem dieser drei Aspekte. There is one body and one spirit. Es gibt einen Leib und einen Geist. And the spirit is the spirit of the body. Und der Geist ist der Geist des Leibes. Just as you were called to the one hope that belongs to your call. Genauso wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Paul also relates the spirit to the hope. Deswegen bezieht Paulus den Geist auch zu der Hoffnung. The Spirit is the down payment of our future inheritance. Und der Geist ist sozusagen die Vorauszahlung oder die Anzahlung unserer späteren Hoffnung. Then one Lord, one faith, one baptism. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. The faith is the faith of Jeschua. Der Glaube ist der Glaube Jeschuas. And the baptism is baptism into Jeschua. Und die Taufe ist die Taufe in Jeschua. And then one God and Father of all. Und dann ein Gott, ein Vater aller. And then, of course, he's the one who receives the great glory, who is above all and through all and in all. Und er empfängt jetzt die ganze Ehre. Und er ist der über allem, durch alles und in allem. It's possible that those three prepositions at the end are also related to the three persons. Und es ist auch möglich, dass diese drei Präpositionen hier sich auch wieder auf die drei Personen beziehen. God who is God the Father who is intrinsically above all. Gott der Vater, der über allem steht. God the Father who through Jeschua is through all. Gott der Vater, der durch Jeschua in allem ist, durch alles ist. Yes. And then God the Father who in the Spirit is in all. Und Gott der Vater, der durch den Geist in allem ist. The final one of these texts is in 2 Corinthians 13. Und die letzte Passage ist in 2. Korinther 13. The grace of the Lord Yeshua the Messiah, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. This is like a threefold blessing. Das ist ein dreifaltiger Segen. It may be in some ways patterned after the Aaronic benediction. Und das ist in einer gewissen Weise wirkt es, als wäre das nach dem aaronitischen Segen nachempfunden. In which the divine name is repeated 3 times. Wo der göttliche Name 3-mal wiederholt wird. And here we have what's associated with Yeshua is grace and associated with God the Father is love. Und wir sehen hier die Verknüpfung zwischen Jeschua und der Gnade und dem Vater und der Liebe. But what's associated with the Spirit is this notion of
fellowship or partnership. Aber was wir hier sehen, was mit dem Geist verknüpft wird, ist die Gemeinschaft oder ja. It is, the Greek is koinonia. Und im Griechischen die Koinonia. And it is if the Spirit is the one who enables us to participate in the grace of Jeschua and the love of the Father. Und es ist wie, als wäre der Geist derjenige, der uns überhaupt erst in die Lage versetzt, an der Gnade Jeschuas und an der Liebe des Vaters teilzuhaben. These triadic formulas. I hear myself. I would think it's the live stream. These triadic formulas imply something about the identity of the Spirit. Und diese dreieinigen Formeln sozusagen, diese Passagen zeigen uns etwas über die Eigenarten des Geistes. Just the fact that the Spirit can be placed alongside the Son and the Father. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Geist parallel zum Vater und dem Sohn genannt werden kann. They imply something similar to what we saw in John. Sie deuten wieder auf etwas hin, was wir bereits in Johannes gesehen haben. The sense of the Spirit as a personal reality like the Son and the Father. Der Geist als persönliche Realität, als Persönlichkeit, genauso wie der Vater und der Sohn. Okay, I am going to move on and say a few things about the book of Hebrews. Ich werde jetzt weitermachen und ein paar Sachen über den Hebräerbrief sagen. And then I had some things about Revelation, but I'm thinking that it might be better to just open things up for some questions after that. Hätte eigentlich noch was über Offenbarung, aber ich denke, dass es wichtiger ist, nach Hebräer eine Fragerunde anzuschließen. Unless you demand. Es sei denn, ihr verlangt das von mir. How many want to hear the material on Revelation? Wie viele von euch wollen das Material über Offenbarung hören? Okay. This is a democracy here. Wir leben in einer Demokratie hier. Now, in the book of Hebrews, in the opening chapter, Yeshua is spoken of as, in effect, as the divine wisdom of God. Und im ersten Kapitel des Hebräerbriefes wird von Jeschua faktisch als die Weisheit, die göttliche Weisheit geredet. This is done because by virtue of an allusion to a verse in the book of wisdom, the wisdom of Solomon. Und das wird dadurch gemacht, dass ein Bezug genommen wird auf einen Vers in der Weisheit Salomos. You recall this verse that we read yesterday from Wisdom chapter 6. Und wir erinnert euch vielleicht an den Vers, den wir gestern gelesen haben aus Weisheit 6. For she, wisdom, is a reflection of eternal light, a spotless mirror of the working of God, and an image of his goodness. Sie, die Weisheit, ist eine Reflexion des ewigen Lichtes, ein fleckenloser Spiegel der Werke Gottes und ein Bild seiner Göttlichkeit. In Hebrews chapter 1 verse 3, it says, he, Yeshua, the Son, is the reflection of God's glory. Und in Hebräer 1 Vers 3 wird Jeschua als Abglanz seiner Herrlichkeit bezeichnet. Ein Spiegel seiner Herrlichkeit. And the Greek word is the same Greek word. Und das griechische Wort ist dasselbe. It also then says, and the exact imprint of God's very being. Und der exakte Abdruck des Wesens Gottes. In Hebrews 1, the Son also receives the divine name from God. Und in Hebräer 1 empfängt der Sohn auch den göttlichen Namen von Gott. This is, it goes, when, you might want to look in verse 3 through 4. Okay, found it. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs. Hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat,
ihren Namen überragt. Now, in this passage, Hebrews refers to Yeshua several times as the Son of God. Und in dieser Passage bezeichnet der Hebräerbrief Jeschua immer wieder als den Sohn Gottes. So, in the past, scholars sometimes would say the name that he receives is Son. Und in der Vergangenheit haben Gelehrte häufig gesagt, dass der Name, den er empfängt, Sohn ist. But it is becoming more common now for scholars to say, no, this is just like Philippians 2. Aber es setzt sich unter Gelehrten mittlerweile immer mehr durch, dass Leute sagen, nee, das ist eher so wie in Philipper 2. The name he receives is the divine name itself. Dass der Name, den er empfängt, der göttliche Name selbst ist. Now, the unique thing about the book of Hebrews is the way it speaks about Yeshua as the high priest. Und das Besondere am Hebräerbrief ist, wie der Brief von Jeschua als dem Hohepriester spricht. Now, the concept of a heavenly high priest is found elsewhere in Jewish texts. Und das Konzept eines himmlischen Hohepriesters findet sich in anderen jüdischen Texten bereits. You remember that Midrashic text we looked at yesterday about Metatron? Ihr erinnert euch an den Midrashi-Text, den wir uns gestern angeschaut haben über Metatron? How Metatron it acts as the high priest in the heavenly tabernacle that's established. Wo es heißt, dass der Metatron als der Hohepriester im himmlischen Zelt der Offenbarung, was aufgebaut wird, And that he dient. Yeah, and that he offers up the souls of Israel's martyrs to God. Und dass er die Seelen der Märtyrer Israels Gott darbringt. In Philo, the Logos is referred to as the heavenly Kohen Gadol, the heavenly high priest. Und im Philo wird die Weisheit als der himmlische Hohepriester bezeichnet. Who serves in the heavenly sanctuary. Ja, der Logos wird so bezeichnet, der im himmlischen Heiligtum dient. It's possible that at Qumran that Melchizedek is referred to in this way as well. Und es ist möglich, dass im Qumran-Text Melchisedek genauso bezeichnet wird. This is debated by scholars of the Dead Sea Scrolls. Und Gelehrte der Totenmeer-Rollen diskutieren darüber. But we did see in the Melchizedek text yesterday that he makes atonement. Aber wir sehen bei Melchisedek, haben wir das gestern gesehen, dass er Opfer darbringt. And we also know from both the Genesis 14 text about Melchizedek and Psalm 110 that he is a priest. Und wir wissen sowohl aus dem 1. Mose-Text als auch aus dem Psalm, dass Melchisedek ein Priester war. So there is background in Jewish life for this idea of a heavenly high priest. Und es gibt also in jüdischen Texten durchaus die Idee davon, dass es einen himmlischen hohen Priester geben kann. But there's something really unique in the book of Hebrews. Aber im Hebräerbrief ist etwas sehr Außergewöhnliches. The focus in Hebrews is on the necessity of his becoming one with those he represents. Und zwar die Notwendigkeit, dass der hohe Priester eins wird mit denen, für die er eintritt. It's not sufficient for him to be the heavenly son in order to fulfill his role as priest. Es ist für die Rolle, um die Rolle auszufüllen, die er als Priester hat, nicht ausreichend, dass er der himmlische Sohn ist. He has to become like his brothers and sisters in every respect except sin. Er muss in allen Aspekten, abgesehen von Sünde, genauso werden wie seine Brüder und Schwestern. This means that he must himself suffer and learn obedience through that suffering. Er muss genauso wie wir leiden und durch dieses Leiden Gehorsam lernen. Only after this will he be able to function as the high priest in the heavenly sanctuary. Und nur dadurch wird er in die Lage versetzt, im himmlischen Tempel als hoher Priester zu dienen. This is a Metatron who doesn't offer up the martyrs of Israel to God. Es ist kein Metatron, der die Märtyrer Israels vor Gott darbringt, but who himself becomes the martyr of Israel. Sondern der an ihrer Stadt der Märtyrer Israels wird. And because of that is also able to offer up
the martyrs of Israel to God. Und dadurch ist er überhaupt erst in der Lage, die Märtyrer Israels vor Gott zu bringen. In Hebrews, we have a kind of not only a high Christology of the divinity of Jeschua. In Hebräer haben wir nicht nur eine hohe Christologie von der Heiligkeit und Göttlichkeit Jeschuas. We have that complemented and balanced by its emphasis on Yeshua's true humanity. Sondern wir haben das sozusagen als Gegengewicht auch die wahre Menschlichkeit Jeschuas. Suffering, weakness, and all. Leiden und Schwäche und alles. What we have here in Hebrews in some ways is the reverse of what we saw in 3rd Enoch yesterday. Und in der gewissen Weise haben wir in Hebräer jetzt das Gegenteil zu dem, was wir im 3. Henoch gestern gesehen haben. Enoch is a man who gets transformed into a heavenly being. Henoch ist ein Mann, der in ein göttliches Wesen verwandelt wird. Here we have a heavenly being who becomes a man in order to become a priest. Und hier haben wir ein himmlisches Wesen, was in einen Menschen verwandelt wird, um in die Lage versetzt zu werden, Priester zu sein. And in Hebrews, Yeshua doesn't become a priest to replace in place of us. Und in Hebräer ist Jeschua kein Priester an unserer Stadt, but to enable us to become priests in and through him. sondern ein Hohepriester, der uns in die Lage versetzt, Priester zu sein durch ihn und in ihm. He's a pioneer rather than a substitute. Er ist ein Pionier und kein Ersatz. He goes before us to make a way for us to go with him. Und er geht vor uns her, um einen Weg für uns zu bereiten, damit wir mit ihm gehen können. This is what it means in chapter 10 when it says, we have confidence to enter the sanctuary with our hearts sprinkled clean and our bodies washed with pure water. Und deswegen sehen wir in Kapitel 10, dass wir haben die Gewissheit, dass wir das Heiligtum betreten können mit geheiligten Herzen und gereinigten Herzen und unseren Körpern gewaschen mit reinem Wasser. This is speaking of the consecration and cleansing of priests who are now able to enter into the holy place. Und das Bild, was hier benutzt wird, ist die Heiligung der Priester, die dadurch in die Lage versetzt worden sind, ins Heiligtum zu gehen. Okay, let me now say a few things about Revelation. Und jetzt ein paar Sachen über Offenbarung. You done yet? Or you're done already? No, I'm going to say a few things about Revelation. I'm going to. Noch nicht ganz fertig, wir haben noch Offenbarung. The way in which God is referred to in Revelation is as the one who is seated on the throne. Die Art und Weise, wie Gott in der Offenbarung dargestellt wird, ist als der auf dem Thron sitzt. You might ask, where does the Lamb go? Und die Frage könnte man jetzt stellen, wo geht denn das Lamm hin? The Lamb in Revelation does not have a separate throne. Das Lamm hat keinen eigenen Thron in Offenbarung. But the Lamb is actually enters into the midst of the throne of the one who is seated on the throne. Sondern das Lamm geht auf den Thron dessen, der auf dem Thron sitzt. He takes the same throne just as the elect one is seated on my glorious throne in the book of Enoch. Und er nimmt den Thron genauso ein, wie der Erwählte den Thron in Henoch eingenommen hat. The Lamb doesn't replace the one who's seated on the throne. Das Lamm ersetzt nicht den, der auf dem Thron sitzt. It's just left kind of unclear how we're supposed to envision this. Sondern wir werden einfach mit einer Lücke da stehen gelassen und wir haben keine Ahnung, wie wir uns das vorstellen sollen. In fact, in Revelation, the one seated on the throne is never actually described. Sondern in der Offenbarung wird derjenige, der auf dem Thron sitzt, nicht mal wirklich beschrieben. So it's very possible that again we're to imagine that he doesn't have a visible form. Und es ist sehr gut möglich, dass Johannes da versucht zu zeigen, dass der auf dem Thron keine sichtbare Form hat. And that the Lamb himself again represents that form. Und das Lamm hier wieder
diese sichtbare Form repräsentiert. But we don't know these things for sure. Aber wir wissen es nicht sicher. As you know, the book of Revelation is not exactly a systematic book. Wie ihr auch wisst, das Buch der Offenbarung ist nicht gerade sonderlich systematisch. It's not very German, really. Es ist nicht sehr deutsch. In the book of Revelation, the Lamb shares the name that properly belongs to God alone. Und in Offenbarung teilt sich das Lamm den Namen mit Gott, der eigentlich nur ihm gehört. And this gets expressed in a very in a creative way. Und es wird auf eine sehr kreative Art zum Ausdruck gebracht. In verse 8 of the first chapter, In Offenbarung 1, Vers 8, we read that the Lord God says, I am the Alpha and the Omega. da sagt Gott, ich bin das Alpha und das Omega. Says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. That phrase, who was and is to come, Diese Phrase oder dieser Begriff, der ist, der war und der da kommt, this is probably an expansion of the divine name, ist sehr wahrscheinlich einfach eine Auslegung des göttlichen Namens, which of course in its literal meaning has to do with the verb to be. der in seiner wörtlichen Übersetzung mit dem Verb sein verknüpft ist. But this notion of the Alpha and the Omega is also related to the same basic meaning. Aber dieser Hinweis auf Alpha und Omega ist die gleiche Grundidee. Then later, near the end of the book in chapter 21, Und fast am Ende des Buches im 21. Kapitel the one seated on the throne says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. sagt der auf dem Thron sitzt, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Now, the beginning and the end is really just equivalent to the idea of the Alpha and the Omega. Anfang und Ende ist eigentlich genau dasselbe wie die Idee Anfang und Ende, Alpha und Omega. So. And they're really equivalent also to the one who was and is to come. Und ist auch wieder äquivalent zu der war, der ist und der kommen wird. Now, back in chapter 1, Jeschua says, or the Lamb says, it's not the Lamb at this point, it's just the risen one says, I am the first and the last. Und der Auferstandene sagt im ersten Kapitel, ich bin der Erste und der Letzte. Now, this is, of course, directly parallel to Alpha and Omega and beginning and end. Und es ist wieder parallel zu Alpha und Omega, zu Anfang und Ende. Then, in chapter 2, the Son, it says, the words of the first and the last who died and came to life. Und in Offenbarung 2, Vers 8 heißt es dann, so spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und der wieder lebendig wurde. So again, this notion repeated that Jeschua is the first and the last. Und wir haben wieder diese Idee, dass Jeschua der Erste und der Letzte ist. And then at the very end of the book, Jeschua identifies himself as all of those titles. Und dann, ganz am Ende des Buches, identifiziert sich Jeschua mit all diesen Titeln. Behold, I am coming soon. Er sagt, siehe, ich komme bald. I am the Alpha and the Omega. Ich bin das Alpha und das Omega. The first and the last. Der Erste und der Letzte. The beginning and the end. Der Anfang und das Ende. So that what had been referred to before simply by the one who is on the throne is now the words of Jeschua himself. Und das, was am Anfang nur für den auf dem Thron galt, sozusagen, nutzt Jeschua dann, um sich selbst zu bezeichnen. These are the ways that the book of Revelation communicates its message. Auf diese Art kommuniziert das Buch der Offenbarung seine Botschaft. It doesn't speak abstractly about the relationship of the Father and the Son. Es redet nicht abstrakt über die Beziehung von Vater und Sohn.
it does it in these more colorful, implicit ways. Sondern er macht es mehr auf so eine implizite und etwas farbenfrohere Art. Finally, what we get in Revelation is also another important triadic formula. Und wieder sehen wir in der Offenbarung diese triadische Formel, Yeah. also diese Dreieinigkeitsformel. At the very beginning of the book, Ganz am Anfang vom Buch. the greeting is grace to you and peace from him who was and is to come, and from the seven spirits who are before his throne, and from Jeschua the Messiah. Gnade sei mit euch, Vers 4, und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt, und von den 7 Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. In the book of Revelation, the seven spirits are the way he refers to the Holy Spirit. Und die 7 Geister sind in der Offenbarung die Art, wie der Heilige Geist angesprochen wird. And this goes back to Zechariah chapter 4. Und es geht auf Zachariah Kapitel 4 zurück. When we have the 7 eyes of the Lord and the 7 lamps. Wo wir die 7 Augen Gottes und die 7 Lampen haben. Also in Isaiah 11, the Spirit of God is referred to with these 7 different designations. Und in Jesaja 11, wo der Geist Gottes mit diesen 7 verschiedenen Bestimmungen bezeichnet wird. The image here is of like the menorah, with the menorah representing the people of God, and then the flame burning within the menorah is the Spirit of God. Und das Bild ist auch das der Menorah, die sozusagen das ganze Volk Gottes symbolisiert, und trotzdem sind die 7 Flammen, die da brennen, stehen für den Geist Gottes. So with that explanation, we see again another one of these threefold formulas, just like we saw in the letters of Paul. Und hier sehen wir dann wieder so eine Dreieinigkeitsformel, wie wir die bereits bei den Briefen von Paulus gesehen haben. So this is the way in which the New Testament communicates these realities to us. Und das ist die Art und Weise, wie das Neue Testament diese Wirklichkeiten uns versucht zu kommunizieren. I just want to make one final comment, and we'll have a couple of minutes. Ich möchte noch ein letztes abschließendes Wort sagen, und dann haben wir noch ein paar Minuten für Frage-Antwort. I think I just want to focus or mention is that the focus in the New Testament is not on worshiping Yeshua. Und es ist wichtig festzustellen, dass der Fokus des Neuen Testamentes nicht darauf liegt, Jeschua anzubeten. The focus is on Yeshua as the mediator. Sondern der Fokus ist auf Jeschua, dem Vermittler. He is both the mediator of God's life coming to us. Er ist sowohl der Vermittler von Gottes Leben, was zu uns kommt, but he's also the mediator of our worship going to God the Father. aber er bringt auch unsere Anbetung zu Gott dem Vater. There are texts in the New Testament which could be seen as worship of the Son. Es gibt Passagen im Neuen Testament, die man als Anbetung des Sohnes lesen kann. This is definitely not forbidden. Es ist also nicht verboten. It can be appropriate in certain contexts. Und in einem bestimmten Kontext ist das auch gut. But it is not the fundamental way in which the early disciples of Yeshua prayed or worshipped. Aber es ist nicht die Art, wie die frühen Jünger Gott angebetet haben. In this way, the order within the life of God gets expressed in the way in which we worship Him. Und auf die Art wird die Ordnung, die in Gott herrscht, durch unseren Lobpreis und durch unsere Anbetung zum Ausdruck gebracht. And I'm going to say more about this tomorrow. Und ich werde morgen darüber mehr sagen. So, we've got 10 minutes. Wir haben noch 10 Minuten. So, do we have any questions or comments? You have been marvelously patient. Gibt es noch Fragen? Ihr seid sehr geduldig gewesen. And most of you have even kept your eyes open. Und die meisten von euch haben sogar die Augen offen gehalten. Yes, there's. Yeah.
Ja, one question Sie sagten die Stelle in 1. Korinther, jetzt muss ich ein bisschen blättern, damit ich Passage in das 1 Corinthians. auch wiederfinde. Da war der Herr mit dem Dienst zusammen. And we had the Lord combined with the ministry. Oh yeah, yes. Ist das nicht ein Hinweis darauf, die Bezeichnung Herr, insbesondere bei Paulus, als Meister oder Herr zu verstehen, im Unterschied zu Gott, dem Vater? Couldn't that hint towards Paul's interpretation of the word Lord as really just a master instead of God? So as a, Because of the because it's related to works. Well, the actual the term that gets used in relation to Yeshua there is diakonia. Der Begriff, der hier für Jeschua benutzt wird, ist Diakonia. So it's not the works word. It's service. Das ist nicht sozusagen Arbeit an sich, sondern es ist Dienst. And so I think Paul is so consistent in the way in which he employs kurios in relationship to Yeshua. Ich denke, dass Paulus sehr konsistent ist, was die Benutzung des Wortes Kyrios in Beziehung zu Jeschua angeht. And the way in which he distinguishes kurios from theos. Und wie er Kyrios und Theos voneinander trennt. That when you get a text like this where he's clearly putting them side by side, I don't see a strong reason in the text to read it as meaning other than the divine name. Und wenn man dann Passagen hat wie hier, wo Paulus die direkt nebeneinander tut, gibt es eigentlich wenig Grund anzunehmen, dass er irgendwas anderes meint als den göttlichen Namen. Again, I recall to you again from the very first day of our session, where the first thing we did was talk about these two names. Aber ich erinnere euch noch an die erste Session, die wir zusammen hatten, wo wir im Prinzip ausschließlich über diese beiden Begriffe geredet haben. El and Elohim representing having this more generic sense of divinity. El und Elohim, die sozusagen eine mehr generelle Bezeichnung ist für die Dreieinigkeit. And then Yud-He, Vav-He, Adonai as bringing more specificity and historical expression to the identity of God. Those three Hebrew words. I'm sorry. And then the divine name Adonai as bringing specificity to the identity. Und dann der heilige Name Adonai, der dem Ganzen mehr das spezifischer macht und es genauer aufschlüsselt. And again, this is very much again the notion of the invisible one and the image. Und es ist wieder diese Idee von dem Unsichtbaren und seinem Ebenbild. So, you make the decision, Kurt. Erstmal herzlichen Dank für die Zeit, die investiert wurde. Das 3 Stunden ist eine Menge Arbeit für den Übersetzer und für den Redner. Vielen Dank. Thank you very much for the time you invested. Ein durchgehendes Thema im Neuen Testament ist auch, dass Jesus der Richter über Lebende und Tote ist. A recurring theme in the New Testament is Jesus being the judge over the living and the dead. Und in Johannes 5 heißt es, dass der Vater dem Sohn alles Gericht übergeben hat. And in John 5 it is that the Father gave all the judgment to the Son. Weil er der Sohn des Menschen ist. Because he's the Son of Man. Und das gibt es auch in der Predigt, glaube ich, von Paulus in Athen, wo er dann darauf hinweist, dass Gott der Vater dem Sohn die Gerichtsgewalt übergeben hat, wo jeder Mensch sich verantworten muss. And I think Paul refers to that in his sermon in Athens. Ich hatte nur eine Frage dazu. Das Verständnis, das ich immer habe und vielleicht auch viele andere, ist, warum ist Jeschua der Richter über Lebende und Tote? Ist die Vorstellung, dass weil er die sichtbare Präsenz Gottes ist und er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dass er das Recht dazu hat,
dieses Gericht zu tun, dass kein Mensch sich davor dann wegdrücken kann, weil Jesus eben tatsächlich hier auf Erden gelebt hat. Ist das eine korrekte Anwendung dessen, was man aus biblischer Sicht so verstehen muss? Oder gibt es da ein anderes Verständnis? Let me summarize. Is the understanding that that Jesus is being fully God and fully man makes him the only person, or the only person who can be a judge to all, and Yeah. But is that a true? Is that a good picture, or is that misleading? I think so, but let me offer a particular way of looking at it, and this is Ich denke schon, dass du recht hast, aber ich will noch eine andere Sichtweise darlegen. I see judgment and rule as something fundamental that God is intending for human beings. Ich sehe Gericht und Herrschaft als etwas, was Gott ohnehin für die Menschen vorgesehen hat. You know how Paul can talk about when he's in Corinthians, he says, why can't you sit and judge one another? You're going to judge angels. Und zum Beispiel, wo sich Paulus bei den Korinthern aufregt und sagt, warum könnt ihr nicht mal sozusagen euch gegenseitig richten? Wisst ihr denn nicht, dass ihr Engel richten werdet? That from the beginning there's something about the human destiny and vocation, which is one of rule on behalf of God. Und wir sehen von Anfang an, dass eine der Bestimmungen, die die Menschheit hat, ist, mit Gott zu herrschen. And so then the question becomes, how can we ever get to that place? Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, wie werden wir da je hinkommen? Given our own sin and weakness and brokenness. Wenn man unsere eigene Sünde, unsere eigene Schwäche und Zerbrochenheit betrachtet. And I think that the history of God with Israel is moving in that direction. Und ich denke, die Geschichte Gottes mit Israel bewegt sich in diese Richtung. And I think again it's very significant that in Daniel 7 you have all authority being given to the saints of the Most High. Und ich denke, es ist zum Beispiel wichtig ist, dass in Daniel 7 alle Autorität den Heiligen des Höchsten gegeben wird. And that the Son of Man has that authority as their representative and king. Und dass der Sohn Gottes diese Autorität bekommt, weil er ihr Repräsentant und ihr König ist. And so I think the Word becoming flesh becomes the means by which human beings are enabled to enter into that destiny of judgment and rule. Und ich denke, dadurch, dass das Wort Fleisch geworden ist, deswegen sind wir Menschen überhaupt erst in der Lage, in diese Position des Richtenkönnens und Herrschenkönnens reinzukommen. So I see the judgment of Jeschua on behalf of God as closely connected to the realization of the human vocation. Und ich sehe sozusagen, dass Gott der Vater Jeschua dieses Richtertum übergibt, finde ich, ist sehr dicht damit verbunden, was wir als Menschen an Berufung haben. But which could only be realized because God became man. Aber die dann nur überhaupt deshalb wirklich werden kann, weil Gott Mensch geworden ist. So in a way, I think I'm saying yes and just offering perhaps an interpretation. Und ich sage also ja und habe eine kleine Interpretation gebracht. We have a question from the internet. The question is, in the book of Acts, in a prayer, Jeschua is called the servant of God, though he is already risen, but still called the servant of God. Wir haben eine Frage aus dem Internet, und zwar in der Apostelgeschichte wird Jeschua als der Diener Gottes bezeichnet, obwohl es bereits der auferstandene Jeschua ist. Und yes, the word that gets used there for servant it could be an allusion back to the servant songs of Isaiah. Das Wort, was da benutzt wird im Griechischen, könnte ein Hinweis auf die Knechtlieder in Jesaja sein. But the word is also used in reference to David. Aber das Wort wird auch in Bezug auf David benutzt. And
I believe it even in the same text in Acts. That Greek word gets applied to David. Und ich meine, dass in dieser Passage in der Apostelgeschichte das Wort auch nochmal auf David bezogen wird. In the book of Acts, Yeshua's resurrection is seen as being the fulfillment of the promises to David. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Auferstehung Jeschuas als die Erfüllung der Verheißungen Gottes an David angesehen wird. And so, at least within the context of Acts, I think that term servant may especially be referring to the connection with David. Und ich denke, insbesondere bei der Apostelgeschichte ist es gut möglich, dass dieser Begriff Diener sich auf David im Speziellen bezieht. However, I also see no problem with the notion of Yeshua as eternally the servant of Adonai. Aber ich habe auch grundlegend kein Problem damit, Jeschua als den ewigen Diener Adonais zu sehen. In one of the things leads to a point I didn't make, but which I actually think is an important one. Das führt mich zu einem Punkt, den ich nicht gebracht habe bisher, aber ich denke, es ist ein wichtiger Punkt. We might ask the question, what does it mean for Yeshua to be the image of God? Man könnte die Frage stellen, was bedeutet es für Jeschua, das Ebenbild Gottes zu sein? Well, we saw that in part it means he was always the heavenly form of God. Und wir haben schon gesehen, dass in einer gewissen Weise heißt es, dass er schon immer die himmlische Form Gottes war. But I think that, and I could point to a number of texts, but that make an even, I think, more powerful point. Und ich denke, und ich könnte jetzt ein paar Passagen zitieren, die da noch einen größeren Punkt machen. Paradoxically, Yeshua reveals the image of God most fully through his suffering and his death. Das merkwürdigerweise oder widersprüchlicherweise wird das Ebenbild Gottes in Jeschua am meisten dadurch gezeigt, dass er leidet. We thereby discover who God really is. Wir erkennen durch ihn, wer Gott wirklich ist, durch sein Leid. One who is willing to pour himself out for us. Der willens ist, sich für uns hinzugeben. That God is not simply sovereignty and authority and power. Dass Gott nicht einfach nur Autorität, Herrschaft und Macht ist. God himself is a servant. Sondern dass Gott selbst Diener ist. And so I don't think it's a problem also to even I think Yeshua would be honored to be called the servant of God even in his resurrection. Und ich denke, dass Jeschua sich geehrt fühlen würde, auch als Auferstandener, der Diener Gottes genannt zu werden. Last question. Yes, one more. Eine noch. Kurt is the one who has the authority here. Well, first of all, thank you so much for this exciting lecture. And as I realize within myself, you talked in the context, thank you very much, in the context of John, you are unfolding the possibility, I call it, I'm careful, that Jeschua is, so to speak, the embodied wisdom. Mhm. Now, du hast in Johannes, im Kontext von Johannes, die Möglichkeit gegeben, dass man Jeschua als die verkörperte Weisheit Gottes bezeichnen kann. Now, my reservation is there are so many sephirot, and to explicitly instill the wisdom into Jeschua, I feel intimidated. Where is the rest of the sephirot? Okay. And also simultaneously there were external influences
gnosis, you know, and all kinds of teachings of wisdom, you know, and so. Excuse me. Ich versuch's mal. Also, ja, ich kann es auch schnell mal auf Deutsch sagen. Und zwar, also es geht mir, mein Anliegen ist, warum gerade explizit Jeschua als Weisheitsinkarnation sozusagen hierher gekommen ist. Denn zur selben Zeit, wo Johannes diesen Brief geschrieben hat, war ja die Weisheitstradition, also die Gnosis damals schon ganz aktuell. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass zu dieser linearen Zeit nur intern jetzt da sich was entwickelt hat und nicht external, also außerhalb noch die Influences, die Einflüsse von dieser Weisheitslehre da reingeflossen sind. Okay. Well, I think when we're comparing some of these different texts that we looked at yesterday and traditions, we need to be careful. Wenn wir verschiedene Texte und Traditionen, die wir uns gestern angeschaut haben, miteinander vergleichen, müssen wir etwas vorsichtig sein. Because they're all, it's much like I said about the New Testament books. Das ist, was ich auch über die neutestamentlichen Bücher gesagt habe. How the different authors operate with use terms differently. Dass die verschiedenen Autoren die gleichen Begriffe unterschiedlich verwendet haben. They have different different ways of conceptualizing things. Die haben andere Konzepte im Hinterkopf. And this is very much the case with all of these different materials that we looked at yesterday. Und das ist bei den Materialien, die wir uns gestern angeschaut haben, genau dasselbe. So, if I were to compare the material from the book of Sirach or the book of the Wisdom of Solomon with the later traditions of the Kabbalah, wenn ich zum Beispiel Jesus Sirach oder die Weisheit Salomos nehme und mit den späteren Lehren der Kabbala vergleiche, I would say that wisdom in the book of wisdom, wisdom in Sirach, or the Logos in Philo, are roughly equivalent to all of the Sephirot, not to one of the Sephirot. Und wenn ich sozusagen die Weisheit im Buch Weisheit und bei Jesus Sirach oder auch der Logos in Philo nehme und das vergleiche mit in Sephirot, dass es nicht nur einer davon speziell ist, sondern es ist die Ganzheit. Yeah, exactly. Genau, the fullness of it, exactly. Also. And this is very much again that just as the Kavod of Ezekiel, das ist wie die Kavod bei Hesekiel, which is the form, the human form on the throne, die menschliche Form auf dem Thron ist equivalent to all of the Sephirot. Ist auch äquivalent zu den ganzen Sephirot. That is why again the Sephirot could be charted as a human body. Deswegen kann man die Sephirot als menschlichen Körper darstellen. The body of the Sephirot. So yes, then yes. Yeah. Okay, well, again, thank you all. You've been a wonderful audience, and we'll hopefully see you back here again tomorrow night. Vielen Dank, ihr wart ein wundervolles Publikum und bis morgen Abend.